An einem kleinen Bach kämpft ein Bärenjunges mit struppigem dunkelbraunem Fell darum, über rutschige Steine zu laufen. Seine Beine zitterten und einmal wäre er fast ausgerutscht. Aber seine Augen waren immer noch standhaft und voller Entschlossenheit. Was brachte ein so kleines, verlassenes Tier dazu, es so eilig zu haben? Es stellte sich heraus, dass der Bär deshalb so große Probleme hatte, weil er versuchte, dem Mann zu folgen. Egal wie schnell er ging, der Bär rannte ihm immer wieder hinterher, manchmal außer Atem, aber nie für eine Sekunde weg. Als der junge Mann den Hof betrat, war die ganze Familie schockiert, als sie sah, wie ein kleiner Bär ohne zu zögern direkt zur Tür stürmte. Er setzte sich keuchend hin und begann herumzulaufen, als wäre dies sein Zuhause. Er konnte es nicht ertragen, den Bären zu vertreiben, also ging er in die Küche, um eine Flasche warme Milch zu kochen. Sobald die Milch herausgebracht wurde, streckte der hungrige Bär sofort seine Beine aus und versuchte mit unverhohlener Aufregung, sie zu ergreifen. Er ließ es von selbst trinken, aber mit seinen ungeschickten kleinen Händen spritzte der Bär ihm Milch ins Gesicht. Zum ersten Mal in seinem Wanderleben hatte der Bär Schutz, eine volle Mahlzeit und einen nicht mehr kalten Schlaf. Als das Junge am nächsten Morgen aufwachte, stellte es fest, dass es schmutzig geworden war, weil es den ganzen Tag auf dem Boden herumgewälzt hatte. Er nahm den Wasserhahn vom Hof, drehte das Wasser auf und begann, leicht auf den Körper des Onkels zu sprühen. Zuerst versuchte er, jeder Welle auszuweichen, doch dann stellte er plötzlich fest: Baden macht Spaß. Der Bär begann zu kichern und zu springen, stand sogar auf und winkte, als würde er mit ihm spielen. Sobald er sauber war und gut roch, beschloss er, den Bären mitzunehmen, um einige seiner tierischen Freunde auf einer nahegelegenen Farm zu treffen. Doch als er auf andere Tiere trifft, stellt sich der Bär aufrecht auf seine beiden Beine, um seine Stärke zu demonstrieren. Doch keiner von ihnen hatte Angst, im Gegenteil, sie rannten los, um daran zu riechen, als wollten sie Freundschaften schließen. Der Bär wirkte schüchtern, integrierte sich dann aber schnell und spielte fröhlich mit seinen neuen Freunden. Jede Mahlzeit, die er zu sich nahm, war nicht friedlich, sondern immer überall verstreut, sodass jeder mehrmals aufräumen musste. Aber niemand konnte ihm lange böse sein, denn jedes Mal, wenn er ein Chaos anrichtete, schlich er näher heran und tat so, als wäre er krank, um allen zu gefallen. In solchen Momenten kann niemand die Niedlichkeit des Bären leugnen. Von diesem Tag an mangelte es seinem Leben nie an Lachen und Glück. Am Ende musste der Bär niemandem mehr hinterherlaufen, sondern blieb für immer bei der Familie, die er gefunden hatte. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, der Geschichte zu folgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.